Servus und willkommen zum zweiten Teil des Motorradabenteuer in Bosnien-Herzegowina. Hier seht ihr einen kleinen Rückblick aus dem ersten Teil. Der Weg führte uns über naturbelassene Hochebenen und unbewohnte Landstriche. Ziel war ein Aussichtspunkt über den Ramško Jezero. Anschließend ging es um den Rama-Stausee zum Staudamm mit dem Blick in die Rama-Schlucht. Und zu guter Letzt haben wir den Gebirgszug der Bjelašnica befahren. Viele von euch haben es eventuell im ersten Teil gesehen, dass wir für unser erstes Offroad-Abenteuer nicht die optimale Reifenwahl getroffen haben. Dies sollte uns noch zum Verhängnis werden. Warum? Das seht ihr hier im zweiten Teil. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Bad tires. Nochmal drehen oder versuchen, das ist nur noch 50 Meter. Weg. Bisschen rückwärts. Du musst hier Aber kommen, hier komme ich nicht mehr. Du musst hier kommen. Okay. Go. Okay. Okay. So. Okay, jetzt mach an. Oh. Oh. Okay. Okay. Geht. Oh, ja. Okay, jetzt mach an. Erster Gang und langsam, wir schieben dich weiter, okay? Schaust du, wenn, der Weg geht jetzt so, schaust du, René, geradeaus und dann geht nach rechts. Muss komplett nach links gehen, weißt du, in diese erste Kurve. Und dann kommt zweite Kurve und oben warten, wenn du kommst. Ay. Mach Also an, was wir machen schieben. Okay. Can we push together? Gas! Ja. Mehr Gas! Es sollte nicht das einzige Mal gewesen sein, dass wir aufgrund der Reifen nicht wie gewollt vorwärts gekommen sind. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du verrückter Mann. Verrückter Bosnien. Ich sage, hast du gesehen, wie viel Verkehr hier? Aber motivieren kannst du gut, Albert. Nicht mehr weit. Ja, also jetzt nur noch gut. Nur noch gut, nicht mehr steil, nicht mehr steil. Alles gut. Skipiste? Ja. Da waren wir bei dieser Hotel. Der Pausenstopp eröffnet uns einen tollen Ausblick auf Gornji Vakuf und das gegenüberliegende Skigebiet. Wir setzen unsere Fahrt über schottrige Waldwege fort. Unser Ziel ist das Dorf bei dem Gletschersee Prokoško Jezero.
Der Brokoszko Jezero befindet sich auf einer Höhe von 1670 Meter und die Zufahrtsstraße ist wie zu erwarten nicht asphaltiert. Besonders die Nordseite des Sees ist von vielen Holzhütten, die den Schafhirten und Waldfrüchtesammlern als Unterkunft dienen, umgeben. Die Holzhütten sind nur in den Sommermonaten bewohnt, weil das Dorf in den Wintermonaten komplett mit Schnee bedeckt ist. Weiter geht es, wie nicht anders zu erwarten, über kilometerlange, sandige und schottrige Wege. Wir fahren durch Wälder, überqueren einige Hochebenen und haben immer wieder neue atemberaubende Ausblicke über Bosnien-Herzegowina. Unser Ziel ist dieses Mal Livno. Livno liegt im Westen von Bosnien-Herzegowina. Auf der Hochebene Kurk angekommen, sind wir auf der Suche nach den Wildpferden. Auf einer Fläche von 140 Quadratkilometer leben die über 400 Wildpferde seit über 50 Jahren. Die Wege sind wirklich abenteuerlich. Dieses Mal sind sie nicht nur unbefestigt, sondern auch historisch, denn sie wurden vor über 2000 Jahren von den Römern erbaut. Leider haben wir die Wildpferde nur in der Ferne gesehen. Nach einem unheimlich anstrengenden und sehr erlebnisreichen Tag geht es über asphaltierte Straßen zurück in die Basis. Hier sehen wir den Ivan bei der Arbeit. Neben tollen Touren gibt es nämlich auch einen hauseigenen Service, der die Maschinen wieder auf Vordermann bringt. Das ist Arbeitsteilung. Ivan schraubt und Albert wäscht. Genau. Bitte nicht zeigen, meine Frau. Der ist unsere Putzfrau. Bosnien-Herzegowina ist nicht nur hervorragend zum Motorradfahren oder Enduro-Wandern, sondern hat auch einige sehenswürdige Highlights zu bieten. Daher haben wir an dem letzten Tag die Motorräder stehen gelassen und haben uns mit dem Auto auf den Weg in die sechstgrößte Stadt des Landes, Mostar, gemacht. Mostar hat eine wunderschöne Altstadt und das Wahrzeichen der Stadt ist die Stari Most, die alte Brücke über den Fluss Neretva. Mostar heißt übersetzt Brückenwächter und daher hat sie ihren Namen.
Die alte Brücke wurde im Bosnienkrieg am 9.11.1993 durch massiven Beschuss von kroatischer Seite zerstört. Die Rekonstruktionsarbeiten begannen 1996 und wurden 2004 abgeschlossen. Die Brücke und die Altstadt wurden am 15.07.2005 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Bekannt sind ebenfalls die verwegenen Brückenspringer, die sich von der Brücke 25 Meter in die Tiefe stürzen. So, jetzt ist eine Woche vergangen und ich hätte nie gedacht, was uns hier erwartet hat. Wir sind ja völlig unbedarft hergekommen, haben einfach Albert und Ivan kontaktiert, haben gesagt, hey, wir kommen mit unseren GS-Straßenreifen vorbei und wollen euer Land kennenlernen. Und Albert hat uns gejagt über Schotter, über Stein, hoch in die Berge mit tollen Aussichten auf die Seen. Aber ich muss sagen, es war schweißtreibend, anstrengend, aber traumhaft schön. Super, danke. Albert, was sagst du? Was muss ich beim nächsten Mal unbedingt beachten, wenn ich wieder zu euch komme? Also in jedem Fall, ich würde sagen, es ist egal, wie groß ist die Maschine. Ist das jetzt 700 Kubik, 1000 Kubik, 1200 Kubik? Wichtig ist, dass wir haben passende Reifen dazu. Weil sonst, wie gesagt, am Anfang, man hat viel Schotterweg. Man hat viele, nicht nur Asphalt sozusagen. Ab und zu ist das lose Steine. Deswegen, wir müssen dadurch einfach durchfahren. Mit normalen Reifen, mit Straßenreifen, das kann man einfach vergessen. Was heißt vergessen? Wir haben das doch gemacht, aber hat uns ein bisschen Kraft gekostet. Und ich glaube, diese Fehler wiederholen wir nicht mehr. Definitiv nicht. Albert, vielen Dank für die unvergesslichen Momente und wir kommen bestimmt wieder. Nicht Danke. zu Dank, ihr seid immer willkommen. Danke. Ciao, bis Ciao. zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Das alles ist für euch kostenfrei. Wheels for Adventure sagt Servus.